Modellbahner, liebe Modellbahnerinnen. Mein Name ist Jens Köhler. Ich arbeite bei der Firma Rocco Fleischmann und bin dort für die Anlagenbetreuung auf den Messen zuständig und für die digitalen Infotage bei den Fachhändlern. Auf den digitalen Infotagen präsentieren wir im Prinzip unser Digitalsystem und beantworten Ihnen die Fragen dazu. Eine der häufigsten Fragen, die immer wieder kommt: Was muss ich alles umbauen, wenn ich digital fahren möchte? Ich will jetzt digital einsteigen, was brauche ich, was muss ich denn alles umbauen, wie aufwendig ist das Ganze? Diese Fragen wollen wir Ihnen in diesem Video bzw. in dieser Videoreihe Schritt für Schritt beantworten und alles erklären bzw. zeigen. Wir fangen an mit der analogen Steuerung und dann gehen wir Schritt für Schritt weiter. Einmal mit digitalen Loks auf analoger Anlage und beziehungsweise irgendwann die Digitalzentrale wird aufgebaut, angeschlossen und dann werden wir das Ganze digital steuern. So, hier haben wir jetzt unseren analogen Testaufbau, der analoge Fahrregler und die analoge Lokomotive. Wenn ich den Fahrregler nach links drehe, fährt die Lokomotive nach links. Drehe ich den Fahrregler nach rechts, fährt die Lokomotive nach rechts. Wenn ich das Fahrzeug jetzt umdrehe, ich drehe wieder nach links, Lok fährt nach links. Wenn ich wieder nach rechts drehe, fährt die Lok wieder nach rechts. Warum ich das jetzt zeige, dazu kommen wir gleich. Das ist meine Kollegin Gloria Kastinger aus unserer Digitalabteilung oder Digitalentwicklung. Sie kennen sie vielleicht schon aus unseren Produktvideos, die Produktvorstellungen zum Thema Digital. Und sie wird Ihnen die häufigsten Fragen von unserem Kunden zum Thema Digitaleinstieg stellen. Eine sehr häufig gestellte Frage ist: Kann ich denn meine digitale Lok auch auf meiner analogen Anlage fahren lassen? Dazu nehmen wir uns die Lok aus dem digitalen Startset und setzen sie einfach mal auf unser Gleis. Wenn wir jetzt den Fahrregler aufdrehen, sehen wir, die Lok fährt, aber es fahren halt beide Loks gleichzeitig, weil die Spannung auf beiden Schienen anliegt. Was muss ich denn an meiner Anlage alles umbauen, damit ich digital fahren kann? Das wichtigste Teil, was umgebaut werden muss, ist eigentlich das Anschlussgleis, beziehungsweise da muss halt geprüft werden, ob ein Störkondensator verbaut ist. Dazu nehmen wir uns jetzt unser digitales Startset. Und in diesem ist alles enthalten, was wir für den Einstieg brauchen. So auch unser digitales Anschlussgleis, was wir jetzt hier einbauen werden. Dazu müssen wir das analoge Anschlussgleis gegen ein digitales Anschlussgleis tauschen. Warum muss ich das tauschen? Im analogen Anschlussgleis, hier unter dieser Abdeckung, ist häufig ein Entstörkondensator verbaut. Ich kann auch diesen Entstörkondensator entfernen, indem ich ihn mit dem Seitenschneider entferne oder auslöte. Oder ich nehme halt ein digitales Anschlussgleis und hier gibt es halt keinen Entstörkondensator. Wenn ich das Gleis weiterhin benutze, kann es zu Verbindungsproblemen oder zu Kommunikationsproblemen zwischen Zentrale und Lokdecoder kommen. Vom Anschluss her genauso, Gleise wieder eingesteckt. Dann werden alle Kabel mit der Zentrale verbunden und ich kann direkt digital starten. So, schauen wir uns kurz die Zentrale an. Hier vorne habe ich zwei Anschlüsse, der sogenannte X-Bus. Dieser ist für die Maus. Wenn ich das Mausanschlusskabel nehme, ist im Prinzip wie so ein Telefonstecker, wird einfach eingesteckt und mit einem Klick so eingerastet und das andere Ende kommt dann hier vorne in meine Zentrale. Jetzt schauen wir uns mal die Rückseite an. Hier haben wir einmal den Anschluss für das Netzteil. Relativ einfach einstecken, fertig. Das zweite ist der Gleisausgang mit der vormontierten zweipoligen Schraubklemme. Diese wird dann einfach hier angeschlossen. Dann haben wir hier den Boosterbus für die Stromkreiserweiterung. Dazu kommen wir in einem späteren Video. Hier haben wir den Airbus, der Rocco Rückmeldebus. Der ist wichtig für Belegmelder für eine PC-Steuerung oder auch für ein Maus-Update. Auch dazu kommen wir später. Und hier haben wir die LAN-Buchse
für einen WLAN-Router, für die kabellose Steuerung, wenn ich das Ganze mit der kabellosen WLAN-Maus oder auch mit der Z21-Steuerungs-App betreiben möchte. Ganz wichtig ist, niemals analog und digital gleichzeitig anschließen, entweder analogen Fahrregler oder Digitalzentrale. Ansonsten kann es passieren, wenn Sie den analogen Fahrregler aufdrehen, dass die Zentrale kurze Rauchzeichen gibt und dann ist sie dahin. Und das wollen wir nicht. So, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob eine Lok analog oder digital ist, können Sie diese kurz aufs Gleis setzen. Hören Sie dieses Geräusch und dann die Lok schnell wieder runternehmen. Das bedeutet, es ist eine analoge Lok, es ist kein Decoder verbaut. Das Geräusch, der Motor dreht ganz schnell nach links und rechts und so kann es passieren, dass nach ca. 30 Sekunden der Motor durchbrennt. Also sobald dieses Brummgeräusch ertönt, sofort die Lok wieder vom Gleis nehmen. Das ist eine analoge Lok. Diese können wir nicht mit unserem Digitalsystem steuern. So, jetzt nehmen wir uns unsere digitale Lok aus dem Startset, stellen sie aufs Gleis. Wenn wir jetzt unseren Fahrregler nach links drehen, Lok fährt nach rechts. Aha. Ich drehe den Fahrregler nach rechts, Lok fährt nach links. Jetzt drehen wir die Lok einmal um. Ich drehe den Fahrregler wieder nach links, Lok fährt nach links. Fahrregler nach rechts, Lok fährt nach rechts. Wie ich vorhin sagte, jetzt komme ich zu dem Thema Unterschied analog-digital. Beim Digitalen ist immer nach rechts vorwärts, nach links rückwärts. Und beim Analogen, je nachdem wie die Lok steht, Fahrregler ist immer dieselbe Fahrtrichtung. Beim Digitalen ist immer vorwärts. Muss ich jetzt auch alle meine Weichen sofort digitalisieren und umbauen? Nein, wir haben jetzt die Digitalzentrale angeschlossen und ich kann trotzdem meine Weichen weiterhin analog schalten. Aber später kann ich sie auch immer noch nachträglich umbauen bzw. digital Decoder nachrüsten. So, wir haben gesehen, die digitale Lok fährt. Nehmen wir uns jetzt unsere Soundlok. Wenn wir jetzt die Funktionstasten drücken, stellen wir fest, es geht nichts. Nachdem wir die zweite Lok vom Gleis genommen haben und zum Programmieren darf immer nur eine Lok auf dem Gleis stehen, will ich jetzt versuchen, die Lokadresse auszulesen. Dies geht über eine Schnellfunktion, indem ich die Menütaste drücke und halte und danach die 1 drücke. Jetzt liest die Zentrale die Adresse der Lokomotive aus oder des Lokdecoders, der in der Lokomotive verbaut ist, aus und zeigt mir hier an Adresse 1. Jetzt könnte ich zum Beispiel über Antippen auf die 3, Taste OK, die Lok umprogrammieren und wie man jetzt hört, jetzt hat die Lok die Adresse 3 bzw. Lokdecoder. Da ich ja aber nicht beide Lokomotiven mit derselben Adresse haben möchte, weil der Vorteil im Digitalen ist ja, jede Lokomotive hat einen eigenen Decoder, jeder Decoder hat eine eigene Adresse. Somit kann ich mehrere Loks auf ein Gleis stellen und dann über die Adresse individuell die jeweilige Lok aufrufen. Deswegen gehen wir wieder Menü, halten, 1, programmieren wieder die 1 in den Decoder, drücken OK. Und jetzt kann ich von der 3 über die Pfeiltasten auf die Adresse 1 wechseln. Und jetzt kann ich meine Lok darüber steuern bzw. die Funktion abrufen. Jeder Lokomotive, die ab Werk mit einem Sounddecoder ausgerüstet ist, liegt ein sogenanntes Funktionsdatenblatt bei. Hier sind die Funktionen entsprechend erklärt. Und hier habe ich hinter jeder Funktionstaste die entsprechende Erklärung stehen, zum Beispiel F1 der Sound. Wenn ich F1 drücke, geht der Sound an. Oder hier haben wir zum Beispiel F3 die Pfeife. Ich drücke drauf und der Ton wird ausgelöst. Wenn ich höhere Funktionstasten
abrufen will wie F10. Ich habe jetzt hier nur die Tasten 1 bis 9 bzw. 0 ist dann F10. Muss ich die Shift-Taste halten und dann die 2 drücken. Jetzt hatte ich gerade Pfiff kurz F12. Shift-Taste wieder loslassen, kann ich 1 bis 10 aufrufen, mit gedrückter Shift-Taste F11 bis F20. So, jetzt stellen wir unsere zweite Lok wieder aufs Gleis. Wir haben ja vor uns festgestellt, beim Analogen fahren beide Loks gleichzeitig. Beim Digitalen schauen wir mal. So, jetzt haben wir die Lok mit Adresse 1 aufgerufen. Wir drehen den Regler und sehen, unsere Lok fährt. Und diese fährt jetzt so lange, bzw. behält die Geschwindigkeit so lange bei, bis ich dir einen anderen Befehl gebe. Jetzt kann ich über meine Pfeiltasten zu meiner anderen Lokomotive wechseln. Und jetzt gebe ich dir einen Befehl. Und diese fährt in dieselbe Richtung oder, wenn ich möchte, auch in die Gegenrichtung. Als Alternative zum Startset, wem die Fahrzeuge nicht gefallen, wer die Gleise nicht möchte, wer ein anderer Bohrer fährt, gibt es auch unser Z21 Basic Set. Hier haben wir im Prinzip dieselbe Ausstattung drin, die Z21 als Zentrale, die Multimaus und natürlich Anschlusskabel und Netzteil. Wer die ganze Sache nochmal nachlesen möchte, wie schließe ich das Ganze an, was muss ich beim Umstieg von analog auf digital beachten, gibt es unsere Buchreihe Digital für Einsteiger, Band 1 und jetzt ganz neu die überarbeitete Variante, Band 1.1, auch im Fachhandel käuflich zu erwerben.